So just to check you are in the right seminar, this one is about building authentic community. Also nur damit ihr sicher seid, dass ihr in dem richtigen Workshop seid, hier geht es heute um authentische Beziehungen leben. So you're all in the right one. Also ihr wolltet alle hierher kommen. Okay, great. One of the things that I think more and more we need in churches is for it to be a safe, authentic community. Also eine der Sachen, die ich glaube, die wir immer mehr in unseren Gemeinden brauchen, ist, dass es ein Ort ist, der sicher ist und wo wir authentische, echte Beziehungen leben können. I think church is such a wonderful place where we can be the heart of God to people. Und ich denke, Gemeinde ist so ein wunderbarer Ort, in dem wir das Herz Gottes zueinander und für andere Menschen sein können. You know, the world is a very unkind place Also die Welt ist ein sehr unfreundlicher, kalter Ort, where people feel judged and pushed aside, wo Menschen sich verurteilt und zur Seite geschoben fühlen, where people have to put on a mask and be something on Instagram that they're not really on the inside. wo Menschen eine Maske aufsetzen müssen, um etwas auf Instagram und anderen Sozialkanälen zu sein, das sie nicht wirklich sind. And how sad it would be if when we came to church we had to be that same culture. Und wie traurig wäre es, wenn wir in die Gemeinde kommen und da dieselbe Kultur haben. We sometimes talk about wearing our Sunday face. Und wir sprechen manchmal darüber, dass wir unser Sonntagslächeln aufsetzen. That when we come to church, we have to have a certain persona. So dass wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir einer bestimmten Persönlichkeit entsprechen müssen. But one of the things I think about Jesus and the way that he was with his disciples Aber ich denke über Jesus nach und wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist. is that he was very real and very authentic. Er war sehr echt und sehr authentisch. Some of my favorite stories about Jesus are when he really showed how he was feeling. Und eines meiner Lieblingsgeschichten sind die, in denen Jesus zeigt, wie er sich wirklich gefühlt hat. Think about the time when they were in the boat and there was a storm. Denkt mal an die Geschichte nach, wo er im Boot war und es diesen Sturm gab. And it says Jesus was so tired, he fell fast asleep. Und das sagt, Jesus war so müde, dass er fest eingeschlafen ist. How many of you sometimes feel so tired that you just want to lie down and go to sleep? Wer von euch fühlt sich manchmal so müde, dass er sich einfach nur hinlegen und schlafen möchte? If you feel very tired right now, I won't be offended if I see you drifting off. Also wenn du jetzt gerade sehr müde bist, ihr beleidigt mich nicht, wenn ihr die Augen schließt und kurz nicht zuhört. And what about the time when Jesus, one of his best friends, Lazarus, died? Und eine andere Geschichte ist, als Lazarus, einer von Jesus' besten Freunden, gestorben ist. It's the shortest verse in the Bible, isn't it? Es ist der kürzeste Vers in der Bibel. Jesus wept. Jesus hat geweint. Jesus knew those emotions. Jesus kannte diese Gefühle. And he was real with the people around him. Und er war echt mit den Menschen um sich herum. He was the high king of heaven. Er war der hohe König des Himmels. And yet he allowed people to see his grief. Und trotzdem hat der Menschen um sich herum erlaubt, ihn kämpfen und leiden zu sehen. And we really, really have to be intentional about creating a community that is authentic and real. Und wir müssen echt uns das bewusst machen und die Anstrengung auf uns nehmen, eine Gemeinschaft um uns herum zu bauen, in der wir echt und authentisch sind. So I'd like to first of all just start by looking at another story where Jesus showed what authentic, safe community is like. Und ich möchte am Anfang noch eine andere Geschichte anschauen, in der Jesus gezeigt hat, was eine echte, authentische Gemeinschaft ist. And I'm sorry, I've told you the wrong reference. We're going to look at the story in Matthew 9. Und wir schauen uns die Geschichte in Matthäus 9 an. From verse 18 to 23. Die Verse 18 bis 23.
if you have your Bibles, Wenn please ihr eure feel free Bibeln to dabei habt, follow. schlagt sie bitte auf. Matthäus 9, 18 bis 23. I'm going to just read the whole thing and then you can read the whole thing. Also wir lesen das zuerst in Englisch und dann in Deutsch. So while Jesus was saying these things to them, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her and she will live." And Jesus rose and followed him with his disciples. And behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for 12 years came up behind him and touched the fringe of his garment. For she said to herself, "If I only touch his garment, I will be made well." Jesus turned and seeing her said, "Take heart, daughter, your faith has made you well." And instantly the woman was made well. And when Jesus came to the ruler's house and saw the flute players and the crowd making commotion, okay, we'll just stop there. Let's end at chapter verse 22. Während Jesus ihnen das erklärte, kam einer der führenden Männer des Ortes zu ihm. Er warf sich vor ihm nieder und rief, "Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm bitte und lege ihr die Hand auf, dann wird sie wieder leben." Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewands. Sie litt seit 12 Jahren an starken Blutungen und sagte sich, "Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich wieder gesund." Jesus drehte sich um, sah die Frau an und sagte, "Du musst keine Angst haben, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet." Im selben Augenblick war die Frau geheilt. So I just want to focus on the story of this woman who had been bleeding for 12 years. Also ich möchte den Fokus auf die Geschichte der Frau legen, die 12 Jahre lang Blutungen hatte. Within Jewish community, if you were a menstruating woman, you were considered ritually unclean. Und in der jüdischen Kultur war es so, dass wenn du deine Periode als Frau hattest, dann warst du für die Zeit rituell unrein. And this didn't mean, the word unclean didn't mean that it was a sinful state. Also dieses Wort unrein bezieht sich da nicht auf ein sündiges Verhalten, But it was part of the practice of entering into worship, into the temple, to offer sacrifices, that you were ritually unclean. aber es hatte Auswirkungen auf deine Erlaubnis, in den Tempel zu gehen und Opfer dazu bringen, was dir während der Zeit der Unreinheit verboten war. So if you read in the book of Leviticus, you will see all the laws governing how the holiness of the temple was preserved. Also im 3. Buch Mose lest ihr diese ganzen Regeln und Gesetze, wie die Heiligkeit Gottes und des Tempels erhalten war. There were lots of different ways that you could be ritually unclean and not be able to enter into worship in the temple. Es werden da verschiedene Dinge aufgelistet, die dazu führen, dass du rituell unrein bist und nicht erlaubt bist, in den Tempel zu gehen und um Gott anzubeten. So for this woman, for 12 years, she was not able to go to the temple and worship with her family. Also dieser Frau war es für 12 Jahre lang verboten, in den Tempel zu gehen, ihre Opfer da zu bringen und Gott anzubeten. And so in many ways, she would have been excluded and ostracized from being part of community. Also war sie in vielerlei Hinsicht eine Ausgestoßene und davon abgeschnitten, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. And one can also imagine that she probably carried a lot of shame with Und man that. kann sich auch vorstellen, dass diese Tatsache sehr viel Scham in ihr Leben gebracht hat. Who could possibly understand the measure of suffering that this woman had been going through? Wer könnte sich auch nur annähernd vorstellen, durch wie viel Leid diese Frau durchgehen musste? 12 years of having your period. 12 Jahre lang hast du deine Periode. Poor lady. Diese arme Frau. Ladies, don't you agree? Also, stimmt ihr da nicht zu, Poor ihr lady. Frauen? Ja.
But out of her desperation, she took a step of risk. Aber aus ihrer Not heraus hat sie einen Glaubensschritt gewagt. You see, if you touched someone who was ritually unclean, Also wenn du jemanden berührt hast, der rituell unrein war, you would by definition become unclean yourself. dadurch würdest du dann auch selbst unrein werden. So when she reaches out to touch Jesus' cloak, Also in dem Moment, wo sie ihre Hand ausstreckt, um das Gewand von Jesus zu berühren, she is risking this rabbi rebuking her for making him ritually unclean too. riskiert sie es, dass sie von diesem Gelehrten zurechtgewiesen wird, dass sie es gewagt hat, dass er rituell unrein wird. There are two different versions of the story. Also es gibt in der Bibel zwei verschiedene Versionen der Geschichte. In the one version, all the crowds are pushing around Jesus. Also in der einen Geschichte, gibt es eine Menschenmenge, die sich alle um Jesus versammeln. And Jesus says, "Who touched me?" Und es waren so viele Menschen um ihn herum, dass Jesus gefragt hat, wer hat mich berührt? And the disciples look at him and say, "What do you mean? Everyone's pushing around you." Und die Jünger sehen ihn an und sagen, was meinst du denn? Alle sind doch hier und stoßen dich an. But Jesus discerned that power had left him as she touched him. Aber Jesus war sich bewusst, dass Kraft aus ihm herausgegangen und zu jemandem hingeflossen ist. He knew someone had touched him in faith. Und er wusste, dass jemand ihn im Glauben berührt hatte. But in this Matthew version, there's a very beautiful moment Aber in dieser Geschichte von Matthäus gibt es einen wunderbaren Moment, where it says Jesus turned and saw her. wo es heißt, Jesus hat sich umgedreht und sie gesehen. I think that just so beautifully captures Jesus' heart. Und ich glaube einfach, dass das so auf so eine schöne Art und Weise Jesus' Herz darstellt. So much need around him, so many people pushing and shoving. Da sind so viele Menschen um ihn herum, so viele Menschen, die was von ihm wollen, die ihn bedrängen. But he sees this woman. Aber er sieht diese eine Frau. I think in her culture she might have been expecting judgment or rebuke. Und ich denke, dass sie durch ihre Kultur Gericht und Verurteilung erwartet hat. But instead, from Jesus, she receives affirmation and kindness. Aber stattdessen hat sie von Jesus Bestätigung und Freundlichkeit empfangen. And he says, "Take heart. Und er sagt, es ist gut. Daughter, your faith has made you well." Es ist gut, dein Glaube hat dich gesund gemacht. He says, "I want to give you courage for what you've done." Und ich möchte dir Glauben geben, deinen Glauben stärken für für den mutigen Schritt, den du getan hast. And he commends her for her faith. Und er lobt und ermutigt sie für ihren Glauben. I think for me that's a beautiful picture of safe, authentic community. Und das ist für mich ein schönes Bild für eine sichere, authentische Gemeinschaft. That woman could come with all her shame and all her pain. Die Frau konnte mit all ihrer Scham und all ihrem Schmerz kommen. And she felt safe enough to just open her heart to Jesus. Und sie hat sich sicher genug gefühlt, um ihr Herz für Jesus zu öffnen. And she knew that whatever the consequences, she would be okay. Und sie wusste, dass was auch immer die Konsequenz daraus ist, dass es gut werden würde. How many of us long for that kind of relationship? Wie viele von uns sehen sich nach dieser Art von Gemeinschaft, nach diesen Beziehungen, Where we know that Jesus sees us. wo wir wissen, dass Jesus uns sieht. He knows the longing and the desperation of our hearts. Er kennt das Verlangen und die Sehnsüchte und die Verzweiflung in unserem Herzen. And he comes with these tender words. Und Take courage. Und er kommt mit diesen sanften Worten, sei ermutigt. Well, I think that's part of why Jesus modeled this to his disciples. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum Jesus da ein Vorbild ist, in dem wie er mit seinen Jüngern umgeht.
was he was trying to teach them about how we are to relate to one another in the new covenant. Weil er versucht hat, ihnen beizubringen, wie wir miteinander umgehen sollen unter dem neuen Bund. And so in our churches, we are called to build safe, authentic communities. In unseren Gemeinden sind wir dazu berufen, sichere, authentische Beziehungen zu leben. We are called to mirror a culture of grace and kindness. Wir sind dazu berufen, eine Kultur von Gnade und Barmherzigkeit zu spiegeln. I'm sure that all of us have been in spaces or contexts where we've experienced unkindness. Und ich bin mir sicher, dass alle von uns in Bereichen waren, in Beziehungen waren, wo wir Unfreundlichkeit erlebt haben. And maybe that's even been in our own hearts. Und vielleicht war das sogar in unserem eigenen Herzen. But the Lord wants us to embrace doing community in a way that shows His love and His grace to people. Aber Jesus möchte uns ermutigen, dass wir Gemeinschaft so leben, dass es ein Ort von seiner Gnade und seiner Liebe wird. So I want to say that when you build a culture in a church, Und deswegen möchte ich sagen, dass wenn du eine Kultur in einer Gemeinde aufbaust, you have to be very intentional. dann musst du sehr strategisch bewusst vorgehen. Because I want to say, if you are not intentional about what you want to build, Weil wenn es dir selber nicht klar ist, was du bauen möchtest, then the loudest voice will set the tone. dann wird die lauteste Stimme den Ton bestimmen. The pushiest person will set the tone. Die Person, die am meisten, die cholerischste Person wird den Ton setzen. If there is a culture of gossip in our churches, Und wenn es in unserer Gemeinde eine Kultur von Smalltalk gibt und Lästern, that will begin to set the tone of the culture of our church. dann wird das die Kultur unserer Gemeinde bestimmen. If there is manipulation and control, that will be the tone of our church. Wenn es Manipulation und Kontrolle gibt, dann wird die ganzen Beziehungen davon beeinträchtigt. So it really requires that we are intentional about what we value. Also es ist wirklich entscheidend, dass wir entscheiden, was wir bauen und wertschätzen wollen. And I know that for all of you, if I had to say what are some things you value, you might all bring different things. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich euch frage, was hat für euch den höchsten Stellenwert, dann würdet ihr verschiedene Dinge nennen. I want to just pick up on 5 values that we have intentionally tried to build into our church in the UK. Und ich möchte nur 5 Dinge nennen, wofür wir uns entschieden haben, dass wir darauf ein Augenmerk legen in unserer Gemeinde in der UK. You might relate to these, or you might have other things, and we've got more than these, but these are the 5 I wanted to bring today. Also vielleicht kannst du, vielleicht bedeuten die was für dich, vielleicht sind es andere, die dir wichtiger erscheinen, und wir haben auch noch mehr Punkte, aber diese 5 Punkte habe ich für heute rausgesucht. I want to say that we decided on these values because a lot of situations we weren't getting them right. Und ich möchte sagen, dass wir uns für diese 5 Dinge entschieden haben, durch Situationen, die wir hatten, wo wir da Fehler gemacht haben. And because we weren't getting them right, we felt something needs to change. Und weil wir da Fehler gemacht haben, wussten wir, dass wir da Dinge ändern müssen. So these come out of a hard place. Also kommen die aus unserem Herzen heraus. A place where maybe these things were not happening. Also wo wir Dinge gesehen haben, die nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. But by being intentional over the years, it has turned like when you drip something into a petri dish, it changes the chemical composition of the substance. Aber weil wir über die Jahre hinweg darauf ein Augenmerk gelegt haben, wurde das mehr und mehr zur Kultur, so wie wenn du bei einem chemischen Experiment eine Flüssigkeit immer wieder tropfenweise hinzufügst. So the first one I want to speak about is unity. Das erste, worüber ich sprechen möchte, ist Einheit. There's a beautiful psalm that says, where there is unity, God commands a blessing.
Und es gibt diesen Psalmen, wo es heißt, dort wo Einheit ist, dann beschwört es Gottes Segen herauf. I'm sure you've all been part of a team or a situation where there is not unity. Und ich bin mir sicher, dass alle von euch schon mal in einer Situation oder in einem Team waren, wo es keine Einheit gab. Where people are pulling different ways. Wo Menschen in verschiedene Richtungen ziehen. You agree that's a very uncomfortable place to be. Und ihr würdet zustimmen, dass es ein sehr unangenehmer Ort ist, da zu sein. Relationships are just scratchy and unpleasant. Und die Beziehungen sind einfach ziemlich gestretcht und nicht angenehm. So how do you build unity when you don't have unity? Also wie baust du Einheit, wenn du keine Einheit hast? I want to say that unity comes that when we can acknowledge that we might have different points of view. Und Einheit kommt, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir verschiedene Einstellungen zu bestimmten Punkten haben können. And that's okay. Und dass das in Ordnung ist. But that we can create space where we can speak through those differences. Aber dass wir einen Ort schaffen können, wo wir diese unterschiedlichen Meinungen präsentieren oder wo die Platz haben. And we can truly, honestly listen to another person's point of view. Und wo wir der Meinung oder der Position einer anderen Person wirklich zuhören können. When we are very black and white and adamant, also wenn wir sehr in unserem Schwarz-Weiß-Denken verhaftet sind, we don't give space for other people to find a place for their voice. Dann finden wir keinen Platz für andere Menschen und ihre Stimme. And for example, we had at our members course, we were talking about our beliefs. Also in unserem Mitgliederkurs haben wir über unsere Glaubensgrundsätze gesprochen. And we were talking about the idea that Jesus was born of the Virgin Mary. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir glauben, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. And this very gentle older woman in her 70s. Und diese sehr sanfte ältere Frau, die schon in ihren 70er Jahren war, with a very quivering voice, mit einer sehr zerbrechlichen Stimme, felt safe to say, hat sich sicher genug gefühlt zu sagen, do you know, I really, really struggle with that. Wisst ihr, damit habe ich wirklich zu kämpfen. I really find it hard to believe in the Immaculate Conception. Ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, an diese übernatürliche Empfängnis zu glauben. We didn't say, oh well, you can't be part of our church then. Und wir haben nicht gesagt, oh, dann kannst du einfach nicht Teil unserer Gemeinde sein. We said, oh, thank you so much for just being honest with us. Sondern wir haben gesagt, danke, dass du den Mut hast, ehrlich zu uns zu sein. And we really understand that that could be a real stumbling block for you. Und wir verstehen, dass das ein schwieriges Konzept ist, das zu verstehen. Let's make a time where we can just talk through that with you. Lass uns mal einen Termin vereinbaren, wo wir genau darüber mit dir sprechen können. Unity comes when we can talk about our differences with respectfulness. Einheit kommt, wenn wir diesen unterschiedlichen Anschauungen einen Platz geben können. Does it mean we compromise on the gospel? Also das heißt nicht, dass wir im Evangelium, der Botschaft des Evangeliums Kompromisse machen. No, we don't compromise on the gospel, but we can take people on a journey with us. Nee, wir machen keine Kompromisse, aber wir nehmen Menschen auf eine Reise mit uns. We have to remember that discipleship is a journey. Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass Jüngerschaft eine Reise ist. And people are going to come from all different points of view. Some from no faith, some from in our church we have people from a Catholic backgrounds, Pentecostal and everything in between. Und wir haben Menschen mit ganz unterschiedlichen Standpunkten und Anschauungen. Wir haben Menschen mit einem katholischen Hintergrund, pfingstlerische Menschen und Menschen, die wirklich sehr verschieden sind. But everyone can find a place. Aber jeder kann einen Ort finden. The other way that we've consciously built unity is we say to people when they do our members course. Und ein anderer Punkt ist, was wir Menschen sagen in unserem Mitarbeiterkurs.
and we say this from the front in the pulpit. Und wir sagen das auch von dem Predigerpult aus. We say that Forest Town Church is a place where there is zero gossip. Okay, die Gemeinde ist ein Ort, an dem es überhaupt keine Lästerei gibt. This is a gossip-free community. Das ist eine gossip-freie Gemeinschaft. If you want to sow disunity in the church, just begin to mutter about other people. Also das Einfachste, wie du Uneinheit in einer Gemeinde stiftest, ist, wenn Menschen anfangen, über andere Menschen zu reden. So what we teach is, if you've got a problem with someone, Also was wir lernen ist, wenn du mit jemandem ein Problem hast, if someone's offended you, wenn jemand dich beleidigt oder verletzt hat, go to them and talk about it. geh zu ihnen und rede darüber. Don't go to someone else and share your burden and poison their relationship with that person. Geh nicht zu einer anderen Person, um darüber zu reden und dann die Beziehung der Person mit der anderen Person in Mitleidenschaft zu bringen. And so what we say is that if you see someone talking to someone else, Und wenn du beobachtest, wie jemand anders mit einer anderen Person über jemanden redet, you don't ever have to worry that they're saying something nasty about you. dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, dass sie etwas Negatives über dich sagen. And if they are talking about you, Und wenn sie nicht über dich reden, they're wenn sie über saying, dich reden, they're saying something wonderful. dann sagen sie etwas Wunderbares. You see, building unity is about cherishing someone else's reputation as if it is your own. Also die Einheit ist, dass wir den Ruf einer anderen Person so ehren wie unseren eigenen Ruf. And this leads into one of our second values, which is a culture of honor. Und eines unserer anderen Werte ist, dass wir eine Kultur der Ehre etablieren möchten. You see, honor is something we choose to give someone, whether they deserve it or not. Ehre ist etwas, was wir wählen, dass wir das jemand anderem geben, egal ob es verdient hat oder nicht. It's choosing to believe the best of someone. Es ist die bewusste Entscheidung, dass wir das Beste von jemand anderem glauben. It's funny how we always give ourselves the benefit of the doubt. Es ist echt lustig, wie wir uns selbst immer Gnade für uns selbst haben. But we're very ungenerous to give someone else the benefit of the doubt. Aber sehr streng und harsch mit anderen umgehen. We make excuses for ourselves, but we don't easily make excuses for other people. Für uns selbst haben wir schnell Entschuldigungen, denen wir anderen nicht zugestehen. So a culture of honor is about being generous in spirit and celebrating other people's successes and championing them. So die Kultur der Ehre ist, jemand anderen höher zu stellen als uns selbst und ihn anzufeuern. The third thing is forgiveness. Und das dritte ist Vergebung. Someone once said, unforgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit ist so, wie als würde man Gift trinken und erwartet, dass die andere Person stirbt. When we first got married, when we were going through marriage counseling before we got married, Bevor wir geheiratet haben, haben wir eine Paartherapie oder Paarbekleidung gemacht. our pastor said to us, forgive quickly, you've got 3 seconds to forgive and move on. Und hat unser Pastor gesagt, vergebt schnell, ihr habt 3 Sekunden, um zu vergeben und dann weiterzugehen. So we thought, oh, okay, we better do that. Und dann dachten wir, okay, dann machen wir das wohl besser. But the reason why he said that is because if you don't forgive, Aber der Grund, warum er das gesagt hat, ist, wenn wir nicht vergeben, you bring an atmosphere into your home. dann bringst du eine Atmosphäre in dein Zuhause, The atmosphere of folded arms, die Atmosphäre von verschränkten Armen, silent treatment, von Schweigebestrafung and just letting the other person know how bad you want them to feel. und einfach die andere Person wissen zu lassen, wie schlecht sie sich gerade fühlen soll.
Someone said to us, it's like inviting all the demons from hell to come and live in your house. Und jemand hat mal gesagt, das ist wie, als würden wir die gesamten, alle Dämonen aus der Hölle einladen, in unserem Haus zu leben. I want to say that sulking is one of the most destructive results of unforgiveness. Und einfach zu schmollen ist eine der zerstörerischsten Arten für Beziehungen und für Unvergebenheit. And if we have a pattern of sulking in our lives, Und wenn wir ein Muster des Schmollens in unserem Leben haben, I want to say there's no kind way to say this. und ich möchte das einfach sagen, und es gibt keine nette Art und Weise, das zu sagen, You just have to get the axe and chop it at the root. und du musst einfach die Axt nehmen und das an der Wurzel abschlagen. You've got to just deal with that thing in your heart Du musst mit dieser Einstellung in deinem eigenen Herzen umgehen and forgive quickly, und schnell vergeben. because then you release the grace of God into that Denn relationship. dadurch setzt du die Gnade Gottes für diese Beziehung frei. I'm not talking about a flippant, oh sorry, and not owning your faults. Und Vergebung heißt nicht einfach nur, oh sorry, und nicht wirklich dein Fehler oder das, was du falsch machst, anzuerkennen. I'm not talking about just tolerating bad behavior. Und es geht auch nicht darum, dass du dich missbrauchen oder misshandeln lässt. We need to challenge them when people consistently have patterns of bad behavior. Also wenn Menschen in schlechten Verhalten gefangen sind, dann müssen wir das auch konfrontieren. But forgiveness is good for your mental health, Aber Vergebung tut deiner eigenen mentalen Gesundheit gut. and it's good for community. Und es ist gut für die gesamte Gemeinschaft. Any of you who are preachers here, Gibt es hier irgendjemanden, der predigt? no, it's one of the most difficult things when you're preaching and someone's looking at you like this. Und das ist eines der schwierigsten Dinge, wenn du predigst und jemand so dich anschaut. Yeah, we don't want that kind of culture, Also do diese we? Kultur möchten wir nicht fördern. Then I just want to look at one other value, and that Ein is weiterer Wert ist authenticity. Authentizität. I suppose authenticity is about being you in private and in public. Authentisch zu sein heißt, dass du dieselbe Person bist, privat und in der Öffentlichkeit. I hope that if you came to visit us in our house, Und ich hoffe, dass wenn du uns besuchen kommst, bei uns zu Hause, that the person you see here und dass die Person, die du hier siehst, is the person you'd see in our home. ist, dass die gleiche Person ist, die du da siehst. And I think that authenticity is about actually having that safe place where you've got relationships where you can be yourself in a deeper level. Und es ist dieser Ort, an dem du Beziehungen hast, die auf eine Tiefe, in der du dich auf einer tieferen Ebene öffnen kannst und gesehen wirst. It's about integrity, isn't it? Es geht um Integrität. Doesn't the world and the church need people who are just who they say they are? Die Welt und die Gemeinde braucht Menschen, die wirklich die sind, die sie sagen, wie sie sind. Nein. Die integer sind. No dodgy things going on behind the Die nicht scenes. irgendwelche schamhaften Sachen im Hintergrund ablaufen haben. No fiddling of the money. Die keine Schwierigkeiten mit Geld haben. Open and integrous in every area of our lives. Offen und integer in allen Aspekten unseres Lebens. But I want to say, in order to be authentic, Aber ich möchte auch sagen, um authentisch zu sein, we need safe relationships, brauchen wir sichere Beziehungen. like that woman had with Jesus. So wie diese Frau es mit Jesus hatte. It's very hard to let the mask down Es ist sehr schwer, die Maske fallen zu lassen, if you're going to find a hostile reception. wenn das auf Härte des Herzens trifft. Sometimes we put up guards because we just like going, this is a battlefield. Weil manchmal bauen wir Mauern auf, weil wir das Gefühl haben, dass wir in einem Kriegsschauplatz sind. One of the things I've tried to do with my life is look at my relationships in concentric circles. Und eines der Dinge, die ich tue, ist, dass ich meine Beziehungen in so
immer größer werdenden Kreisen sehe. So if you have to think, I should have a whiteboard, sorry. Also ich sollte das visuell präsentieren. But if you think of, there's an inner circle, Also denk mal, es gibt einen inneren Kreis and then around that another circle, und darum gibt es einen größeren Kreis and then another und einen one, größeren. and then another one. So Einen größeren. you got the image. Also ihr In your versteht das mind. Bild. And I would say that in that inner circle, Und in diesem innersten Kreis, maybe one or two people vielleicht sind da nur 1 oder 2 Menschen, that you really open up your heart to in a very authentic way. Maybe it's your husband or wife or a very close friend. das sind nur 1 oder 2 Menschen, denen du dein Herz wirklich öffnen kannst. Vielleicht ist es dein Ehepartner oder ein guter Freund. And then maybe in the next circle you have some good friends that you can share your life with on another level. Maybe you don't share everything, but you have some people you can share different things with. Und dann im nächsten Ring gibt es ein paar mehr Menschen, nicht zu viele, aber andere, denen du nicht alles sagen kannst, aber vieles in deinem Leben. And maybe the next level you've got some really great people you'll go out with and do things with, but maybe this lady has a little thing with gossip, so you're not going to be sharing your deepest things with her. Und in der nächsten Gruppe gibt es Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, in denen die Beziehungen eigentlich gut sind, aber da ist vielleicht diese eine Person, die gerne lästert und deswegen wirst du deine tiefsten, intimsten Geheimnisse nicht mit dieser Person teilen. And then maybe there's people you know on different superficial levels. Okay, und dann geht das Bild so weiter in verschiedenen Kreisen. Now the reason why I did this little model for my life Und warum ich dieses Modell auf mein eigenes Leben angewandt habe, was there was a lady in the church da gab es eine Frau in der Gemeinde, who was a very difficult person. die eine sehr schwierige Person war. And I would say she was not good for my mental health. Und ich würde sagen, sie war für meine geistige Gesundheit nicht gut. Her life was chaotic. Ihr Leben war total chaotisch. There was always some trauma or storm or terrible thing happening. Es gab immer irgendein traumatisches Ereignis oder ein Sturm oder irgendwas ist da immer passiert in ihrem Leben. And I was the one she would call. Und ich war immer diejenige, die sie anrufen würde. She would try to absorb all my energy. Und sie würde meine ganze Energie für sich beanspruchen. And I felt the Lord say to me, Und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, or maybe I said to the Lord, I don't know which way, oder ich habe es zu Jesus gesagt, ich weiß nicht, warum das war. listen, this lady's not good for me. Hör mal zu, diese Frau, die tut mir einfach nicht gut. And so mentally, I took her from this one of these circles here where she was pushing her way into the middle circle. Und auf eine mentale Art und Weise habe ich diese Person, die versucht hat, sich hier in die Mitte ihren Weg in die Mitte zu bringen. And I drew in my journal, I drew a picture of her right up there. Und in meinem Tagebuch habe ich ein Bild gemalt und habe sie irgendwo da draußen hingesetzt. Was I trying not to be caring and authentic? Habe ich versucht, nicht fürsorglich und authentisch zu sein? No, I was going to make sure there was someone caring for her. Nein, ich habe sichergestellt, dass sich jemand um sie kümmert. But I knew that God wanted me to give my energy into many people, and she couldn't have all of that energy. Aber ich wusste, dass Gott wollte, dass ich meine Energie auf vielen Menschen gebe und dass ich nicht meine ganze Kraft in diese eine Beziehung stecke. So sometimes being authentic also means about putting up healthy boundaries in your life. Also manchmal heißt es auch, authentisch zu sein, dass wir gesunde Grenzen in unserem Leben errichten müssen. I'm not talking about being hard-hearted and like wearing a prickly shield to people. Also es geht nicht darum, dass wir uns in unseren eigenen Mauern einengen und unsere Stacheln andere Menschen spüren lassen. I'm talking about that it's okay to say no. Sondern dass es okay ist, Nein zu sagen. And I have a feeling that all of you that are here Und ich habe ein Gefühl, dass alle, die gerade hier sind, have chosen this seminar diesen Workshop ausgewählt haben, because you're probably quite empathetic and compassionate people. weil ihr sehr empathische und mitfühlende Menschen seid. I just have a maybe that's you. Also ich habe da einfach nur so ein Gefühl.
And I want to say that it's okay to put up boundaries in Und ich möchte relationships. euch sagen, dass es okay ist, Grenzen zu setzen. I'm not talking about cutting people off, Und ich sage nicht, dass ihr Menschen abschneiden sollt, but actually being wise in how you steward your time and your energy with different relationships. sondern dass ihr einen schlauen, vernünftigen Umgang lernt mit verschiedenen Menschen in eurem Leben. And I'm just going to mention one last one. I'm going to talk about courage. Und ein letzter Punkt, über den ich sprechen möchte, ein letzter Wert ist Mut. Because building an authentic, caring community demands courage. Denn eine authentische, echte Gemeinschaft aufzubauen, erfordert Mut. It demands getting out of our comfort zones. Es bedeutet, dass wir aus unserer eigenen Komfortzone heraustreten. It demands keeping your heart open when someone has hurt you. Es bedeutet auch, dass du dein Herz offen hältst, wenn jemand dich verletzt hat. Maybe you've sown into a friendship and then that friendship has not worked. Vielleicht hast du in viel Zeit und Kraft in eine Beziehung, in eine Freundschaft investiert und diese Beziehung hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. And then you say, well, I'm not doing that again. Und dann sagst du vielleicht, okay, das mache ich nicht mehr. I'm not opening my heart again. Ich werde mein Herz nicht mehr öffnen. But it demands courage to open your heart every time and say, God, I want to have an open heart to reach other people. Sondern es bedeutet Mut, immer wieder sich neu dafür zu entscheiden, zu sagen, dass wir anderen gegenüber offene Herzen haben. One of the things that we love in our church, it's a very multicultural church. Und eines der Dinge, die wir an unserer Gemeinde lieben, es ist eine sehr multikulturelle Gemeinde. I think we've got 48 different cultures in our community from all different parts of the Ich world. denke, dass wir 48 verschiedene Kulturen aus allen Teilen der Erde in unserer Gemeinde haben. We've got, it's multi-generational. We've got a newborn baby 3 weeks and an older lady 92. Und wir haben in unserer Gemeinde sind auch alle Generationen vertreten. Wir haben frisch geborene Babys und Senioren bis zum Alter von 93. And everyone in between with students and young married couples and like your churches, everyone. Und alles dazwischen, Studenten und frisch verheiratete Paare und so wie in euren Gemeinden auch. How easy it is to just make friends with people who are like us. Wie einfach ist es, nur Beziehungen zu den Menschen aufzubauen, die so wie wir sind. Just find the people who've got the same interests as you, Finde einfach die Personen, die die gleichen Interessen haben wie du, the same stage of life, die im selben Lebenspunkt angekommen sind, same background in die education den or gleichen work, Hintergrund haben und die gleiche Bildung, same culture. die gleiche Kultur. So convenient. Das ist so bequem. Oh, it's very easy to build authentic community like that. Also da in diesen Beziehungen ist es wirklich einfach, authentische, echte Beziehungen zu bauen. But really, God is calling us to open our hearts with courage and to love people who are different. Aber Gott fordert uns dazu heraus, mutig in Beziehungen zu sein und unsere Herzen denen zu öffnen, die so ganz anders sind und denken als wir. We're going to take a moment to pause. Does this finish at what time? Half past. Okay, let's take 5 minutes and just thinking of those things that I mentioned. So I mentioned unity, forgiveness, authenticity, honor and courage. Okay, wir werden eine kurze Pause machen, 5 Minuten, und ihr werdet kurz nochmal über die 5 Werte nachdenken. Also Unity, Einheit, forgiveness, Vergebung, authenticity, authentisch sein, honor Ehre and courage. und Mut. So maybe choose one of those Also sucht euch einen der 5 Bereiche aus, that really speaks to you. das jetzt in diesem Moment zu euch spricht. It could be that maybe God's really challenged you about that. Also vielleicht hat Gott schon während ihr zugehört habt in einem Punkt herausgefordert. It could be something you would love to see in your church community. Oder vielleicht ist es etwas, was ihr in eurer eigenen Gemeinschaft einbauen und verstärken wollt.
and just talk to, maybe just make groups of 2 or 3 and share why that one speaks to you. We're just going to take a moment, okay? Und nachdem ihr kurz darüber selbst nachgedacht habt, dreht euch zu einer oder 2 Personen um und redet in einer kleinen Gruppe darüber. Is that okay? Ist das okay? We can be a little authentic, Sodass wir anfangen, authentisch zu sein. okay? And a little courageous. Und ein bisschen mutig. So let's talk to the person next to us. Okay, also lasst uns zu unserem Nachbarn umdrehen und mit dem darüber reden. Okay. So there's another section I wanted to do, but I'm just going to mention the main points because we don't have time to go into in detail. Es gibt noch einen Bereich, über den ich euch lehren möchte, aber ich werde das aus Zeitgründen nicht im Detail machen, aber zumindest erwähnen. So in building authentic community, we have the example of Scripture. Also wenn wir authentische Gemeinschaften bauen wollen, haben wir diese Beispiele aus der Bibel. It's about intentionally deciding on what values you want to build into the culture of your church. Und es geht darum, zu entscheiden, welche Werte ihr in die DNA eurer Gemeinde einbauen wollt. But then there's also the practical ways that you work out those values. Aber dann gibt es auch diese praktischen Aspekte, wie ihr diese Werte lebt und die im Alltag umsetzt. So that your values inform your practice. Sodass eure Werte beeinflussen, wie ihr Alltag lebt. We should never just do programs and things for the sake of it. Also wir sollten nie Programme machen, einfach nur um sie zu machen. It's always reinforcing and building the culture and the heart and the vision of the church. Es geht immer darum, die Werte und Kultur und Gemeinschaft unserer Gemeinden zu stärken. I just want to mention 3 areas that as examples of how values can shape our practice. Und ich möchte 3 Aspekte nennen, wie Werte unseren Alltag beeinflussen können. One of the things that we're very intentional about is the welcome integration flow into our church. Und eines ist, dass wir so einen Prozess haben, wie wir Menschen in unsere Gemeinschaft integrieren, sie willkommen heißen. And so we speak about that everyone who walks through our door will be seen. Und wir sprechen darüber, dass jeder, der bei uns in die Tür reinkommt, dass er gesehen wird. No one will just slip in and feel like nobody noticed them. Und das bedeutet, dass niemand sich einfach nur reinschleichen kann und übersehen wird. Everyone will be known. We will know their name. Und jeder wird bei seinem Namen bekannt sein. Then we want to move people to a place where they feel like they belong. Und dann wollen wir Menschen dabei helfen, einen Ort zu finden, wo sie dazugehören. And then move from a place of belonging to a place where they can own the church as their own family. Und dann von diesem Ort, wo sie dazugehören, die gesamte Gemeinde als ihre Familie, ihre Gemeinschaft ansehen. And then they can begin to serve. Und wenn sie sich als Teil der Gemeinde sehen, dann können sie anfangen zu dienen. And to sow back into the community. Und wieder zurückzugeben, was in sie investiert wurde. And lead others. Und andere anleiten. So how we welcome people is very important, and I'm sorry I can't unpack that. Und wie wir Menschen willkommen heißen, das ist sehr wichtig und ich kann da nicht weiter reingehen, aber das ist wirklich wichtig, dieser erste Eindruck. But the second area where we work out authentic, safe community is in our safeguarding practice. Ja. Und das andere ist, wie wir unseren Glauben schützen und welche Theologie wir leben. I know different countries will have different official requirements on safeguarding. Und auch welchem legalen Rahmen wir unserer Gemeinde geben. But we value being a safe place for children and vulnerable adults is very important. Aber für uns ist es sehr wichtig, dass wir ein sicherer Ort für Kinder und für Erwachsene in schwierigen Situationen sind. That means we have a safeguarding policy in place. Also haben wir Richtlinien und Praxisen eingesetzt. We do safeguarding training with all our ministry teams, especially with children and youth. Und alle Mitarbeiter, die vor allen Dingen mit der Jugend und mit den Kindern arbeiten, müssen durch ein Sicherheitstraining durchgehen.
we make sure all those teams understand different kinds of abuse. Und wir stellen sicher, dass diese Mitarbeiter die verschiedenen Arten von Missbrauch kennen und erkennen. And we put in best practice procedures in how we do ministry. Und wir haben Prozeduren, wie wir an bestimmte Dinge herangehen. That means when someone comes for prayer, we say a man prays with a man and a woman with a woman, and preferably 2 people at a time. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand zum Gebet kommt, dann heißt das, dass eine Frau mit einer Frau betet und ein Mann mit einem Mann, und am besten sind es immer 2, die gleichzeitig für eine Person beten. It means that we never allow an adult to be on their own with a child at any point. Und dann bedeutet es auch, dass wir es nicht erlauben, dass ein Erwachsener alleine mit einem Kind ist unter keinem Umstand. And all our children and youth workers all have, they've all had, I'm sure you have them here as well, safe, what do you call it? We call it a DBS, a police und alle, clearance. Und alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen ein Prüfungszeugnis vorlegen. Erweitertes Führungszeugnis. Okay, exactly that. And I'm sure you have all of those practices in place as well. But just, and also, I want to say one of the things that we've seen is, do we create a space in our church where people can talk about concerns they have, and that there's someone or somehow that they can report a concern? Und dann bedeutet das auch, dass wir eine Stelle eingerichtet haben, an die Beschwerden gerichtet werden können. If we can create an awareness of what spiritual abuse looks like, for example, Wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was geistlicher Missbrauch ist, then people feel that they've got the tools to say, this relationship is unhealthy. dann haben wir die Werkzeuge, damit Menschen erkennen können, okay, diese Beziehung ist nicht gut. And I need to be able to tell someone. Und ich muss in der Lage sein, es jemandem zu sagen. So having safe places to report. Also sichere Orte zu haben, an die Beschwerden gerichtet werden können. Okay, I'm gonna stop there. There can be lots of other things, but I just want to honor your time. Okay, ich werde da jetzt abbrechen. Es gibt noch viele andere Dinge, die ich dazu sagen könnte, aber ich möchte eure Zeit im Blick behalten. Just to end with, if there are 2 or 3 questions, I'll quickly deal with those. Aber ich möchte euch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. So, wenn es 1, 2 Fragen gibt, dann nennt die jetzt. But I do understand if you need to go, please feel free. Aber wenn du schon gehen musst, dann hast du die Freiheit zu gehen. But is there anyone who has a question out of something that we've shared? Aber gibt es irgendeine Frage über das, was in der letzten Stunde geredet wurde? Can be about anything. Also, egal was. Dahin. You spoke about intentionally building a culture. What does this intentionally mean to you? How do you implement it in church? Where do you talk about intentionally? Yeah. Also die Frage ist nochmal, wenn es darum geht, bewusst eine Kultur zu bauen, wie machst du das dann praktisch? Was sind die Schritte dafür? What's your name? Bärbel. Babel. Excellent question. It was one of my points that I forgot to mention. So good. Okay, also das wäre einer der Punkte gewesen, über die Helen noch gesprochen hätte. So being intentional means, so for example, I mentioned when we have a when we have a new members course, Also eine Sache ist, wenn wir einen neuen Mitarbeiterkurs haben, we talk about all of these things before someone becomes a member of our church. dann sprechen wir über all diese Punkte, bevor jemand ein Mitglied in unserer Gemeinde wird. Because people bring all kinds of different church cultures into your church. Weil Menschen bringen ganz verschiedene Gemeindekulturen in eure Gemeinde. And we say, when you're part of this church, this is how we want to behave. Und wir wollen sagen, wenn ihr Teil von unserer Gemeinde seid, dann ist das, wie wir Dinge tun. We speak about it from the front. Wir sprechen davon vom Podium. But I think the most
real way, because that you can say something, but if you're not living it, it doesn't mean anything. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass wir es leben, weil du kannst viel sagen, aber wenn du es nicht auslebst, dann bedeutet es nichts. It's that actually when people come to our church, they see us modeling that and living it. Und es ist wirklich, wenn Menschen zu uns kommen, dass sie uns beobachten und sehen, wie wir miteinander umgehen. And that's how it's not a fast thing. Also es ist keine schnelle Sache. It's being it so that people can see it. Geht darum, dass du echt und authentisch da bist, sodass Menschen das beobachten und nachahmen können. Question. Yes. What about as a leader, you have a member or maybe a leader that is just causing gossip and also hurting people? How will you handle that case if it is already there? Yes. What can you do as a leader? You have thought about gossip, but she continue hurting others, and maybe some people running out of the church because of him or her. What will you do as a leader? Very good. Thank you, Okay, Solomon. die Frage war, was machst du, wenn jemand Lobpreis leitet, aber eine schlechte Einstellung gegenüber anderen Menschen hat? Sie ist da im Bereich der Leitung und andere verlassen die Gemeinde deswegen. It's very interesting. Paul takes a very strong stance against gossip. Und Paulus hat eine ganz klare Einstellung gegenüber Lästerei. I mean, he puts it alongside, he speaks about sexual immorality and gossip in the same line. Und für Paulus ist sexuelle Immoral und Smalltalk oder Lästerei dasselbe. And sometimes people gossip out of insecurity, Und manchmal machen das Menschen, weil sie unsicher sind. and they've got their own issues, and talking is the way they process stuff. Und sie haben ihre eigenen Probleme und über andere zu lästern ist, wie sie Dinge, wie sie mit ihren eigenen Problemen klarkommen. So I would personally, I would teach into that, Ich würde darüber lehren, about the damage that gossip does. über den Schaden, den das anrichtet. But then that from the front, so the whole church gets the message. Weil wenn es von vorne angesprochen wird, dann hört jeder diese Botschaft. And then on a pastoral level, I would take that person aside and say, look, this is really damaging the church. Und dann auf einer pastoralen Ebene würde ich diese Person, ein Gespräch mit der Person führen und sagen, das fügt der Gemeinschaft wirklich Schaden zu. And say, I don't know, if you're aware of how destructive it is. Und sie fragen, ob sie sich bewusst ist, wie zerstörerisch das ist. And you obviously always want someone to come to repentance, Und du möchtest immer die Gelegenheit zur Buße geben, but it might be that you have to ask that person to step off your leadership team. aber vielleicht musst du der Person auch sagen, wenn du das nicht änderst, dann ist deine Zeit in der Leiterschaftsrolle beendet. And that's where I'm talking about it needs courage sometimes to put up boundaries with some people. Und deswegen sage ich auch, dass es Mut erfordert, manchmal klare Grenzen in Beziehungen zu setzen. And we can't be intimidated by that kind of spirit. Und wir können uns nicht einschüchtern lassen von diesem Geist. So it's not an easy thing, but I Yes. know Solomon leading is not easy. Es ist keine einfache Sache, aber egal wo, Leiterschaft ist niemals einfach. I would go in with a compassionate heart Ich würde mit einem großzügigen Herzen hineingehen. and help them see. But if they don't, you might have to then go and say, actually, you're not helping us build. Aber wenn sie nicht bereit sind, das zu ändern, dann wirklich strikt zu sein und klare Grenzen zu setzen. Is that helpful? Yes, yes. Ist das hilfreich? Maybe one more question. Okay, And then noch eine Frage, bevor wir es and beenden. you all want to go and have supper. Yes. Wie schaust du? Weil es kommen ja ständig neue Leute. So there are always new people coming. Wie achtet man darauf, dass wenn es zum Beispiel heißt, es ist jetzt Gebet und diese Leute gehen auch hin und beten für Leute. Wie kannst du als Leiter wissen,
hat er den gleichen Glauben wie ich? Sagt er das Gleiche wie ich? And they sie beten für Menschen oder ist es ein Gebet? Ja. Manchmal haben wir so ein, jetzt gibt es Gebet, wenn einer Gebet braucht und dann sitzt jemand neben dir und die Person geht einfach hin und sagt, ja, komm, ich bete für dich. Und der weiß ja vielleicht gar nicht, dass der auch neu ist oder so. Und das, wie soll man da das handhaben? So how do you go about that someone who is visiting, who you do not know, and of whom you don't know the spiritual background, who's going towards members of your church or visitors of your church and saying, hey, can I pray for you, can I bless you, and making sure that they pray for them in the spirit that you want them to pray for. Very good and very important that you say that. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber wie prüfst du die? So I think your concern is valid. So, ich denke, dass deine Sorge berechtigt ist. I would just speak to the elders and make them aware. Ich würde mit den Ältesten sprechen und sie fragen, wie sie das machen. The person might have a good heart. Vielleicht hat die Person ein gutes Herz. But for example, in our church, we only allow people to minister who are members of our church. Also in unserer Gemeinde erlauben wir nur denjenigen für Menschen zu beten, die Mitglieder in unserer Gemeinde sind. Und wenn die jetzt aber schon länger da sind, wie hast du das, weißt du, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns wird nicht so ein Glaubensbekenntnis mit denen besprochen oder so. Kommen Leute, kommen mehrere Wochen hintereinander und dann gehen sie einfach mit und sind auch, dienen auch und beten auch und wie kannst du, oder sie werden sogar mit in den Lobpreis genommen, ohne dass ich das sehe, dass die irgendwie geprüft ist so blöd, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. So she's stating her question and saying that they in her church do not have such a statement of faith or this process established, and that some of them, when they come for several weeks or months, that they're even allowed to become part of the worship team without a formal procedure. Okay. I think there's a kind of a whole, lots of layers to that. Okay, ich denke, da gibt es viele Ebenen zu dieser Frage. But I would ask an elder to speak to them, at least get to know them. Und ich würde auf die Ältestenschaft zugehen und sagen, dass sie mit der Person reden und sie einfach eine Beziehung zu ihr aufbauen. We're a little bit more formal, so we have a formal prayer ministry team that is trained, that does safeguarding training, prayer ministry training, and those are the people that pray. So not just anyone. Also wir sind in unserer Gemeinde ist es mehr förmlich. Wir haben die Menschen, die für andere beten, die mussten verschiedene Stufen durchlaufen. Also dieses Sicherheitstraining, Gebetsdiensttraining, verschiedene Sachen, bevor sie für andere Menschen beten. I'm not talking about just praying for each other. I'm talking about like if we have ministry in the church. Also ich rede nicht darüber, wenn es einfach darum geht, jemand anderen zu segnen, aber wenn es diese Dienstzeiten, diese offiziellen Zeiten von vorn gibt. I would talk to your elders. Also ich würde mit der Leiterschaft von einer Gemeinde reden. Auf jeden Fall, danke. Thank you guys. Sorry danke. to keep you 15 minutes longer. Danke fürs Zuhören. I hope that was encouraging. Ich hoffe, ihr wurdet ermutigt. And praying you can see such beautiful fruit continuing to grow in your Wir church. beten, dass es euch zum Segen wird. Starts with one person, Es beginnt immer mit einer Person. and just don't try and manipulate to get. Don't try like, oh, our leaders don't want to do this. No, you just be it. Also denkt nicht, oh, unsere Leiter wollen dem nicht folgen. Geht einfach mit gutem Beispiel voran. Then we just be Jesus to people, and then Und seid einfach become Jesus für artistic. Menschen, für die ihr in eurer Gemeinde habt. Thank you, Miriam.